Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen, Blocher mit der Pfingstsendung. Machen wir gleich noch unser theologisches Seminar. Pfingsten, was ist das eigentlich? Ja, ich würde sagen, das ist die schwierigste kirchliche Viertung. Also Himmelfahrt und Pfingsten, das sind... Also Auffahrt war die Himmelfahrt, ja. Jawohl, das sind die Sachen, die man eigentlich nicht verstehen kann mit dem Verstand. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist Pfingsten, oder? Und das kann man ja nicht heben und so weiter, aber das ist auch wie das Ganze, das man ja nicht verstehen. Weil das ist ja die göttliche Wahrheit und Gott kann man nicht verstehen. Also hat der Karl Barth gesagt, etwas kann man sagen über Gott, der ist auf jeden Fall ganz anders. Und darum muss man es auch nicht verstehen, aber das ist eine Geschichte, wo eben die Jünger vom Heiligen Geist beseelt worden sind und damit ist auch die grosse Bedeutung, die dann nachher die Religion bekommen hat. Also die Botschaft, die ist eben dann in die Welt rausgegangen, obwohl man es nicht recht verstehen kann. Also würde heißen, dass Pfingsten eigentlich für das Christentum wichtiger wäre, weder Ostern oder sogar Weihnachten, oder? Nein, ich meine, das, also als Weihnachten sicher. Also das Beste, was man verstehen kann, ist Weihnachten. Ja, das ist klar. Die Geburt da ist eine Geburt. Menschen, das genau. ist Handfest, oder? Ja. Und da ist ja Jesus als Mensch, also Gott als Mensch offenbart worden. Das ist noch einfach. Dann kommt der Karfreitag. Also, Den können wir auch noch verstehen, das ist eine Kreuzigung, ja, oder? Man versteht die Verfolgung, wo einer verfolgt wird, nämlich ausgerechnet Gottes Sohn. Und dann erst noch nach der Bestimmung, er nimmt die Sünde der Welt auf sich. Das kann man eigentlich noch gut verstehen. Da kann man sagen, da gibt es ja Beweis, dass diese Kreuzigung wirklich stattgefunden hat, oder? Ja gut, das spielt keine Rolle. Ja, aber es ist ja interessant, wenn sie so wäre. Ja. Das ist ja wieder Wilhelm Tell, oder? Ja. Und ja, Wilhelm Tell ist ganz wichtig, aber ob das stattgefunden hat oder nicht, spielt keine Rolle. Ja, glauben Sie es, oder? Beim Tell? Ja, also das genau so stattgefunden hat, wie es der Schiller beschrieben hat, eher nicht. Aber die Wahrheit, die da drin ist, natürlich viel höher als die, ob sie stattgefunden hat oder nicht. Und beim Jesus? Auch. Ich halte nichts von dem, was sagt, wir müssen genau schauen, wie es ist. Da steht ja alles über dem. Aber man kann sagen, ja, man weiss es, da ist also da die Kreuzigung und mit Verbrechen und so weiter. Kann ja alles sein, aber das ist jetzt für mich nicht so wichtig. Aber wichtig ist nachher natürlich die Ostern. Die Ostern ist eigentlich das Zentrale, das ist die Auferstehung. Und das kann man wieder sich ein bisschen vorstellen, oder? Die Auferstehung. Wir glauben ja alle auch an die Auferstehung. Aber nachher die Himmelfahrt, wie muss man sich das vorstellen? Ja, das wäre ja, also sagen wir jetzt ganz trivial, Ostern ist die Auferstehung und dann später ist die Auffahrt, dann ist muss ja wieder mal oben runterkommen sein, oder? Ja. Oder? Nein, die Auferstehung ist ja in der Bibel nicht beschrieben als er aufersteht und geht in den Himmel, sondern er aufersteht und erscheint ja, erscheint ja leibhaftig. Der Jünger, der Marsch nach Emmaus, da, wo er den Jünger erscheint und so weiter. Aber die Himmelfahrt, wo dann auch beschrieben worden sind, wo einer als Mensch da in den Himmel fährt, das sind alles so Vorstellungen und Sinnbilder. Das ist schwerer zu verstehen, aber man muss es eigentlich auch nicht verstehen. Man muss alles rational verstehen und dann natürlich Pfingsten. Das ist dann noch viel schwieriger. Aber es ist bedeutungsvoll und darum feiert man auch die Pfingsten, weil das Ganze ist ja so eine Heilsgeschichte und
Und darum feiert man das. Aber in dieser säkularisierten Zeit wissen ja die meisten nicht mehr, was man Pfingsten hat, sondern die Auffahrt und Pfingsten sind vor allem wichtig, weil man dann zusätzlichen Freitag hat. Und das kann man ja lesen, dann gibt es lange Autoschlangen vor dem Gotthard. Immer noch, ja klar, man kann Brücke schlagen natürlich. Ja, natürlich. Sie als Arbeitgeber haben das begrüßt, dass man so Viertag auch noch feiert und frei hat, oder? Ja, natürlich begrüßt. Es ist einfach so, oder? Ja. Wir haben ja in der Schweiz ein Viertagsgesetz. Da sind die Viertage festgelegt, sind nicht alle gleich. Also zum Beispiel in der Innerschweiz, die feiern den Karfreitag nicht. Dafür haben die andere Tage, also Kanton Schweiz, den Josefstag und so weiter. Das ist Ding. In unserer Fabrik, also was die Produktion anbelangt, da arbeiten wir 24 Stunden, Samstag, Sonntag und das ganze Jahr, weil die kann man gar nicht abstellen, die Anlagen. Also das ist einzig, dass die dann arbeiten, einen höheren Lohn haben, weil die haben den Viertagszuschlag. Haben Sie ein bestimmtes Gottesbild gehabt? Also Sie sind ja in einem Pfarrerhaushalt aufgewachsen. Ja. Nein, ich habe zum Glück das nie müssen haben. Also Ihrem Vater hat nicht gesagt, Gott hat so, sieht so aus oder so? Nein. Natürlich sind wir religiös erzogen worden und mit den biblischen Geschichten und das ist gut. Und das habe ich heute noch und das ist natürlich auch eine grossartige Botschaft. Einfach mal sich sagen, wir leben von der Gnade Gottes, das erleben wir ja täglich, dass wir zwei da hocken. Da können wir ja nichts dafür. Da haben wir wirklich nichts dafür. Ich meine, das wesentliche Ereignis in unserem Leben war ja die Geburt. Da können wir also todsicher mal nichts dafür, dass wir geboren worden sind und dass wir aufgezogen worden sind und dass wir behütet worden sind und dass wir, das können sie ganz Leben lang weitermachen. Auch dort, wo wir noch meinen, wie wir angefangen haben, selber denken und so weiter, können wir schliesslich auch nichts dafür. Ja, und dass wir in der Schweiz geboren sind, oder in einem reichen Land geboren sind. Beispiel, ja, dass wir da geboren sind, dass wir in einem schönen Land geboren sind, dass wir da die Hause sind. Überhaupt, aber das gilt für die ganze Welt. Also aber auch einer, der in einem armen Land geboren ist, hat die Gnade Gottes, oder? Ja, natürlich, alle. Alle haben sie. Wieso hat denn der Sepp können leben? Und fragen Sie mal den, ob der nicht will leben in diesem armen Land. Wird sicher auch derige, aber nein, die ganze Welt. Mich wundert es immer, dass die Welt überhaupt besteht. Inwiefern? Ja. Mit diesen Dummköpfen von Menschen, die wir sind. Da. Und die Welt besteht, funktioniert. Immer mehr Leute, die leben. Und auch in den armen Ländern. Also ich suche auch viele arme Länder, weil die sind interessanter, oder? Aber bei aller Armut, die Leute leben und die wollen auch leben. Und die wehren sich auch. Aber ich frage jetzt nicht, ob gut oder schlecht. Die sind ja, das ist ja dann eben die Botschaft, die sind ja erlöst. Sind erlöst, alle sind erlöst. Das ist ja jetzt eine Geschichte. Darum ist da das Geschichtliche, die Wirklichkeit so wenig wichtig. Das ist, dass Gott alle erlöst hat, alle Menschen. Und das ist ja eine unglaubliche Botschaft, die man den Leuten immer mitgeben muss. Das ist doch der grösste Trost. Aber jetzt einer, der behindert auf die Welt kommt oder schwer depressiv ist, dem ist ja noch schwierig, das weiterzugeben, oder? Ja, das ist gar nicht wahr. Also mein Bruder, den ich hatte, der Pfarrer in Hallau, der hat ja Behinderte betreut. No. Das ist seine spezielle Pfarrung gehabt, Behinderte und Schwerbehinderte. Er hat mir immer gesagt, eine größere Lebenskraft habe ich dann bei niemandem festgestellt als bei diesen Behinderten. Also die sind dann nicht lebensmüde. Die haben einen unglaublichen Willen, trotz dieser Behinderung, also zu leben. Das ist doch nicht wahr, das sagen wir einfach, ja, der ist jetzt behindert, der ist nicht gleich wie wir. Der hat es ein bisschen schwieriger, der will sicher nicht mehr leben. Das ist ja dummes Zeug. Also das heisst jetzt auch, wenn jetzt ein Flüchtling in die Schweiz kommt oder ein Krimineller, die sind auch Gnade Gottes, ja, oder? Natürlich.
Das ist für uns schwer verständlich, dass alle sind Verbrecher. Aber nicht wir tun ja die begnadigen, sondern das ist Gottes Gnade, das ist etwas anderes. Also, jetzt sind wir von der Theologie, gehen wir noch mal über in die Politik. Werden wir ein bisschen simpler, wenn wir so wollen. Ja, gut. Wenn wir noch mal anschauen, die letzte Woche, wir haben es letzte Woche diskutiert, was in Europa passiert ist, der Umbruch, eben die populistischen Parteien, die gemacht sind. Zum einen ist es eigentlich ein Unbehagen gegenüber Europa. Hat das auch noch wirtschaftliche Gründe? Dass die Leute irgendwie auch in diesen Parteien eine Hoffnung sehen, oder? Ja, natürlich. Man muss sehen, also warum sind die bei denen? Also bei diesen neuen Richtungen, wo man noch nicht recht weiss, was die bringen. Die sind unzufrieden mit den bisherigen. Und jetzt kommt darauf an, warum sind sie unzufrieden? Es hat natürlich viele, die sagen, also wirtschaftlich geht es euch schlechter, oder? Darum sagt man immer, ja, da sind da Parteien von der unteren Volksschicht. Das sagen immer so wichtig, oben und unten. Also wir Gescheiten, wir Weisen, wir Wohlhabenden, wir sind natürlich nicht bei denen. Dabei sind das aber die Benachteiligten auch, oder? Das muss man ja begreifen. Und sie versprechen denen auch laufen. Aber die ganze Weltgeschichte ist ja von dem geprägt. Der ganze Kommunismus ist ja nur gekommen, weil man gesagt hat, die Unteren hat nichts zu sagen. Da jetzt Zaren, oder? Das ist also die oberen. Also Reaktion auf das, Jawohl, ja. Und nachher, jetzt befehlen wir, jetzt gehört alles allen. Und das ist ja gründlich abverreckt, oder? Also furchtbar, die sind ja pleite gegangen. Dann, darum gibt es ja das kommunistische System, also dem tut niemand mehr noch. Nationalsozialismus war doch genau das Gleiche. Der Hitler hat einfach gesagt, wir Deutschen sind jetzt nach dem Ersten Weltkrieg so drangsaliert worden und hat noch gesagt, und unsere damalige Regierung hat dann noch mitgemacht und jetzt kommen wir. Und hat am Anfang auch schlau, oder? Hat dann auch etwas gebracht, hat angefangen, die Wirtschaft in die Hände zu nehmen, Strassenbau, Nationalstraßen, das hat runtergegeben. Und ich habe immer, das ist mein Erlebnis, ein älterer Industrieller, den ich gut kennt habe, am Bodensee, wo wir einmal da, wir Jungen da so... Also in der Schweiz, oder? Ja, wo wir so gelästert haben über den Hitler, oder? Hat er gesagt, lasst mal, ihr könnt gut reden. Wären ihr in den 30er Jahren dabei gewesen? Müsst ihr mal sehen, was hier alles abgelaufen ist. Wir hier hinten am Bodensee. Wir haben erlebt, wie hier einer kommt, der Hitler, und sagt, jetzt bringen wir Arbeit. Und jetzt, wir machen das und hat das Heft in die Hände genommen. Und das war für uns faszinierend gewesen. Von einer Judenverfolgung oder so ist da überhaupt nichts vorhanden gewesen, oder? Aber einer, der das Heft in die Hände genommen hat und wo die Schwächen von den regierenden Leuten, die ja nichts gemacht haben, und es ist natürlich klar, also Deutschland ist auch drangsaliert worden durch den blöden Frieden nach dem Ersten Weltkrieg. Vor allem Frankreich hat einfach gefunden, man muss die möglichst tief unten halten, bis sie nicht mehr zum Dreck rauskommen. Und das hat einer ausgenutzt, oder? Und darum muss man ja immer aufpassen, wenn einer eine gute Sache bringt in eine Regierung, muss man immer schauen, was ist das für einen, weil aus dem könnte ja dann auch Böses passieren, oder? Mhm. Und jetzt ist es natürlich gleich, wenn ich schaue, die Cinque Stelle Sache in Italien, da sieht man es eigentlich am besten. Gut, die sind jetzt wieder halbiert worden und die sind echt zum das ist der Beppe Grillo, oder? Ja. Das ist ja ein Komiker, der Beppe Grillo, und weißt du nicht recht. Er hat einfach gesagt, also, das sind alles Gauner, die regieren und kein Vertrauen und so. Das ist das Programm, oder? Ja, wobei, das muss auch den Politikern doch das Denken geben, dass so viele Leute kein Vertrauen haben in sie. Mhm. Das hat doch Gründe, oder? Und wo man es eigentlich gut sieht, dass das mangelnde Vertrauen. Es ist doch noch in Deutschland jetzt, hat einer auf YouTube irgendein Video gemacht. Ja, wo 50'000 oder wie viel gegen die CDU, ja. Ja, wo was sind das?
geheißen 13 Millionen, irgendwas geschaut, kann ja sein. Und der verhackt einfach die CDU und sagt, das sind Gauner, sind Lügner, sind und einfach. Also, und die müssen zerstören, sagt er dann noch. Haben Sie es geschaut, oder? Nein, ich habe es nicht geschaut, ich habe es nur gehört. Und vor allem die Reaktion. Und dann hat doch die Dings da, die Karrenbauer, ja, der CDU-Präsident, ja, mit dem Doppelnamen, ja, die AKK, ja, genau. die hat gesagt, also da muss man jetzt Massnahmen treffen, da muss man verbieten, solche Sachen, oder? Das ist, und da für mich als Schweizer, für mich unverständlich. Also wir haben doch schon viele solche Sachen über uns, also SVP, und über mich im Speziellen, über uns müssen noch gehen lassen. Solche Angriffe, die überhaupt jeder Wort widersprochen haben, wir müssen über sich gehen lassen. Das ist einfach eine Stimme mehr. Also wenn Sie YouTube verbieten wollen, wäre natürlich ein Fehler, unsere Sendung kommt auf YouTube, oder? Ja. Würden wir nur ins Bein schiessen, oder? Aber gut, aber wir sind natürlich hoch anständig. Wir sind anständig. Aber da habe ich gemerkt, dass so viele Leute das schauen und dass jemand, der betroffen ist, so reagiert. Ich meine, also wenn es kriminell ist, Aufruf zu Mord oder zu Totschlag und weiss ich was, ist ja das verboten. Dann muss sie halt klagen und sagen, solche Sachen gehen nicht. Das ist oder eher verletzend kann sein. Aber das hat sie nicht gesagt, sondern sie hat gesagt, man muss Massnahmen ergreifen. Sie hat nicht gesagt, Willi. Das mit dem Video ist ja gleich noch interessant. Man stellt natürlich fest, es gibt natürlich jetzt auch außerhalb der etablierten Medien. Die Medien verlieren irgendwo auch ein bisschen das Meinungsmonopol, ja, oder? Natürlich, ja. Kann man auch etwas machen, wo noch größer wird? Ich bin natürlich auch. Also das Meinungsmonopol ist viel gefährlicher als die vielleicht Blödsinn rauslassen. Weil das ist halt bei der Meinungsfreiheit. Da muss auch etwas verkündet werden, wo die Mehrheit oder die an der Regierung sind, also der Vorsitzende von der CDU, als falsch empfindet, als schlimm empfindet. Das gehört eben auch dazu. Wer sagt denn, was wahr ist? Was ist die Wahrheit? Und jetzt muss man da sagen, die Parteien müssen ja nicht meinen, sie haben das Wahrheitsmonopol. Also wie viel Schummeleien, wie viel Unworte, wie viel Konstruktionen da gemacht werden, um das Volk hinters Licht zu führen, da müssen wir ja nicht meinen oder beschönigen. Und schlimm sind die staatlichen Ämter, die haben dann noch so den Nimbus vom Neutralen. Und ich war ja 4 Jahre im Bundesrat, ich musste ja immer kämpfen. Lasst nicht so frisiertes Zeug raus. Da wieder Asylstatistik, ich habe fast ein halbes Jahr gebraucht, bis die mal eine ehrliche Asylstatistik gemacht haben, also eine ehrliche. Einfach etwas, das der Wirklichkeit entspricht. Aber wie geht denn das? Wenn wir jetzt gerade das konkrete Beispiel nehmen, Sie haben das schon ein paar Mal gesagt, dass die Statistiken gefälscht sind oder nicht der Wahrheit entsprechen. Sitzt man dann an, dann hat man die realistischen Zahlen und dann sagen wir, ja, die können wir am 5 Uhr oder am 5 Uhr ab. Bei den Zahlen hätte man nicht ändern, sondern mit der Interpretation der Zahlen, oder? Also wenn Sie zum Beispiel unsere Zahlen vergleichen mit den Zahlen von einem anderen Land, müssen Sie doch zuerst einmal schauen. Über das Gleiche vergleichen? Ja. Und dann geht man einfach und sagt, mit den Arbeitslosen ist doch so etwas, oder? Man sagt, ja, wir haben nur 2,2% Arbeitslose, trotz dieser enormen Zuwanderung. Und Deutschland hat mehr. Sagen, sind das die gleichen Zahlen? Deutschland hat alle, also ich weiß nicht, ob genau Deutschland, aber an den Vergleichszahlen, die haben alle, die keine Arbeit finden. Also auch die Ausgesteuerten. Bei uns sind nur die drin, die in der Arbeitslosenversicherung sind. Also können Sie die ja nicht vergleichen. Darum haben wir im Moment mehr Arbeitslose als Deutschland. Realistisch? Realistisch, ja. Also in der Realität? Nein, in der Realität. Weil die Aussteuernden sind ja auch arbeitslos. Ja. Und das ist jetzt manipuliert. Weil die wollen natürlich nicht,
dieselben Zahlen nennen. Jetzt können sie es aber noch anhängen, weil sie unter Kritik gesetzt worden sind. Warum wollen sie nicht? Weil sie nicht zeigen wollen, dass die freie Zuwanderung ein Problem ist, ja. Problem ist, oder? Zum Beispiel der Bodemann, der ja immer da in der Weltwoche seine Kommentare schreibt, leider jetzt seit Jahren immer wieder weniger das Gleiche, aber der sagt, ja, die Schweiz hat ja mehr Arbeitslose als zum Beispiel Bayern und Württemberg, die etwa gleich groß sind wie die Schweiz. Ich sage, ja, stimmt das? Ja, das stimmt. Aber dann kommt bei ihm die Begründung. Ja, das ist die Nationalbank. Weil der will nicht haben, dass es Personenfreizügigkeit ist. Dann sagt er, Personenfreizügigkeit kann es nicht sein. Die anderen haben auch Personenfreizügigkeit. Aber der Fakt selber stimmt. Der Fakt stimmt, die Schweizer hat eine größere Arbeitslosigkeit als die zwei. Und das ist ja noch interessant, oder? Ja, viel früher, wo wir die kontrollierte Einwanderung hatten, haben wir immer weitaus die kleinste gehabt. Ja. Jetzt haben wir die grösser. Wie gross das ist, weiss ich auch nicht recht. Ob die Zahlen stimmt, die die Aussteuerung dazu nimmt und ob das richtig ist, vergleichbar, aber sie ist im Moment grösser. Dann sagt er, aber das Ding kann es nicht sein, die Einwanderung. Die anderen haben ja auch Personenfreizügigkeit. Das stimmt, aber sie haben eine viel kleinere Zuwanderung als wir. Weil die Schweiz eben, und das lässt alles weg, vom Lohnniveau und so weiter, viel interessanter ist für die Einwanderung. Und darum haben wir so eine starke Einwanderung. Wir haben ja seit 1995 Millionen mehr Leute. Sich das mal vorstellen, auf 6 Millionen Leute. 1 Million mehr. Das ist ja enorm. Aber darum sage ich, so muss man, das ist die Interpretation. Oder sie haben immer gesagt, ja, beim Asylwesen, es ist nicht so schlimm, dass so viele gekommen sind, wenn man es vergleicht. Und jetzt kann man irgendeinen Vergleich suchen. Wenn man es vergleicht mit vor 3 Jahren, Kosovo-Krieg, oder, wo so viele gekommen sind, ist das noch wenig. Oder jetzt bei der Einwanderung sagen sie auch immer, ja, das Problem ist ja gar keins mehr. Dabei sind es jetzt 80'000, wenn man die Flüchtlinge und alles zusammennimmt. Immer noch, jedes Jahr sind das noch. Und das Lohnniveau sinkt, das wollen sie auch nicht zugeben. Also muss doch jeder nicht ehrlich sein, dass das Lohnniveau dämmt, abgedrückt wird durch die freie Zuwanderung. Und das ist ein bisschen Vertrauen verloren. Und die Leute merken das natürlich auf der Straße. Sie merken das. Oder? Die sagen doch, ja, das stimmt doch alles nicht, was die haben. Ja, nicht wahr. Gehen Sie mal in den Hauptbahnhof schauen. Gehen Sie mal da in Kreis 4 und so auf die Straße zu Abend. Und die sagen, das ist immer viel besser. Christoph Blocher, wir müssen leider aufhören, aber über das Thema reden wir sicher wieder. Tele Blocher, nächste Woche gleiche Zeit. Dann sind wir in Rheinau. Freut mich, wenn Sie dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.